Sensationsfund auf dem Obersalzberg, Hitlers Atomschutzbunker. Gerüchten zufolge soll sich tief unter Hitlers Bunker ein weiterer und noch geheimerer Bunker befinden. Ich wurde tatsächlich fündig. 120 Meter über uns ist der Obersalzberg. Dieser Bunker ist tatsächlich vorhanden und nur wenige Menschen kennen ihn und noch weniger seine wahre Bestimmung. Adolf Hitler hier rein evakuieren oder nach einem Atomschlag raus evakuieren hätte können. In diesem Video erfährst du, warum es tatsächlich ein Atomschutzbunker werden sollte. Der erste Atomschutzbunker der Menschheitsgeschichte. Und warum man nicht will, dass seine wahre Bestimmung den Weg in die Öffentlichkeit findet. Ich gebe exklusiv und als einziger Journalist auf YouTube eindeutige Beweise, warum es sich um einen Atomschutzbunker handelt. Und erkläre euch, warum die Geschichte dieses Bauwerkes, welches es nicht geben dürfte, verschleiert werden soll. Speichert dieses Video ab, teilt es, da niemand sagen kann, wann es gesperrt wird, damit die Wahrheit nach fast 80 Jahren bekannt wird. Nachforschungen zu diesem Bunker sind unerwünscht und auch israelische und sogar US-amerikanische Journalisten vom CNN verweigerte man den Zugang zu diesen Bunkern, um Nachforschungen zu unterbinden. Warum hat man von offizieller Stelle so eine Furcht vor diesem Bunker und der Geschichte des Obersalzberges? Obwohl es keine Baupläne zu diesem Bunker gibt, da sie 1945 von US-amerikanischen Geheimdienstlern beschlagnahmt wurden und nie wieder auftauchten, will man heute bis ins Detail wissen, was der Zweck des Bunkers war. Doch hat die Geschichte immer Zeugen und genau diese Zeugen kommen in diesem Bericht zu Wort. Das Wort eines Geheimnisträgers ist ebenso hochwertig wie ein Dokument, welches den wahren Zweck eindeutig wiedergibt. Zudem liefere ich weitere Beweise, die nicht mehr von der Hand zu weisen sind. Muss anhand dieser unterdrückten und außer Acht gelassenen Fakten die Geschichte umgeschrieben werden? Folgt mir in die ewige Dunkelheit, tief unter dem Berg, um die Geschichte und ihren Geheimnissen auf die Spur zu kommen. Folgt mir in einen unbekannten Bunker, steigt mit mir hinab in Hitlers Atomschutzbunker. Tief unter Adolf Hitlers Bunker befindet sich ein weiterer Bunker, der mittels Aufzug zu erreichen war. Dieser Bunker ist heute fast unbekannt und wenn er doch Erwähnung findet, wird sein eigentlicher Zweck verschleiert. In meinem ersten Video zu diesem Bauwerk befragte ich lokale Heimatforscher, Historiker und Geschichtsinteressierte. Sie gaben mir gleich mehrere Aussagen von Zeitzeugen, unter anderem von Martin Bormann, der Mann hinter Hitler, dem dieser Berg eigentlich gehörte. Aber auch Bauplaner, die den Bunker zu planen und zu projektieren hatten, äußerten sich nach dem Krieg zu diesem Bauwerk. Meine lokalen Kontaktpersonen überlieferten mir auch diese Aussagen. Was diese Zeugen aussagten, ist Beweis genug, dass hier etwas Großes und Neuartiges entstehen sollte. Sie sagten aus, dass die Tore, die diesen Bunker verschließen sollten, 400 Tonnen schwer waren, Drücken aushalten sollten, die sämtliche Mindestdrücke der Wehrtechnischen Reichsanstalten bei Weitem überstiegen und der Bunker eine Mindestüberdeckung von 100 Metern haben sollte. Wenn es jemand genau weiß, dann doch Menschen, die an diesem geheimen Projekt arbeiteten. Doch ich recherchierte weiter und auch weitere Historiker gaben mir weitere Quellen und Hinweise. Doch ein Hinweis bzw. eine als Gedankenprotokoll zu Papier gebrachte Erzählung eines Zeitzeugen, der in allen Bereichen um den Obersalzberg eingeweiht war, erbringt den eindeutigen Beweis, was hier im Zweiten Weltkrieg wirklich erbaut werden sollte. Zudem habe ich in meinem Archiv eine Karte von dem berüchtigten Ingenieurbüro Karl Fiebinger, der für keinen geringeren als SS-Obergruppenführer und Chef der Geheimwaffen, Doktor der Ingenieurswissenschaft Hans Kammler, persönlich beauftragt wurde, die geheimsten und technisch fortschrittlichsten unterirdischen Anlagen zu planen und zu projektieren. Fiebinger ging nach dem Krieg in die USA und baute dort Silos für Atomraketen, bombensicher unter der Erde. Fiebinger plante zum Beispiel an der Bunkeranlage Bergkristall in Österreich, wo bis heute nicht alle Bestimmungen geklärt und wo die österreichische Regierung bis heute vehement über diese Anlage mauert. Sozusagen auch mit einem Bagger sozusagen bei der Schießstätte gegraben. Das wurde dann vom Bundesdenkmalamt relativ über Auftrag an die Polizei sozusagen sehr schnell eingestellt. An der Anlage Quarz, ebenfalls in Österreich. Auch hier haben sich bis heute unbekannte Dinge ereignet, wie zum Beispiel die Produktion von schwerem Wasser. Die Anlage Zement, auch in Österreich, wo Wernher von Braun eine gigantische Rakete bauen ließ, das sogenannte Aggregat 10 oder auch Amerika-Rakete. Diese Rakete sollte sogar atomare Gefechtsköpfe aufnehmen können. Mal nach da leuchten. Guckt, sieht man die Größe? Ganz schwer. Seid ihr alle am Leuchten? Wir kriegen das nicht eingefangen. Das ist einfach zu gigantisch, diese Halle. Oder auch an den Stollenanlagen, die bis heute sagenumwoben sind und als Führerhauptquartier und Hochtechnologiezentrum in die Geschichte eingingen. Die Stollen im berüchtigten Jonastal.
ist ein amerikanischer Bericht, dass sich dort eine unterirdische Fabrik befinden sollte. Ich berichtete bereits über all diese Anlagen. Alle Reportagen darüber findet ihr in der Playlist am Ende des Videos oder in der Videobeschreibung. Diese Karte, die durch Unachtsamkeit an die Öffentlichkeit geriet, verrät eindeutig, dass im Dritten Reich Kernwaffenexplosionen berechnet wurden. Dazu später aber mehr. Warum hat man vor den Bunkern und ihrer wahren Bestimmung so viel Angst und warum sperren sich die bayerischen Ministerien vehement gegen eine Erforschung? Die Süddeutsche Zeitung titelt: Ein Geheimnis wird gemacht. Israelischer Journalist muss draußen bleiben. Die NS-Bunker am Obersalzberg werden vom Finanzministerium eifersüchtig bewacht, selbst gegen Gutwillige. Was hier gutwillig bedeutet, kann man nicht genau sagen, da Journalismus nie gutwillig sein kann, da er der Wahrheit verpflichtet und dem Neutralitätsgebot unterliegt und er Dinge ausspricht, die der Politik, der Regierung oder der Geschichtsschreibung unangenehm ist und folgenreich sein kann. Gefälligkeitsjournalismus darf es in keiner modernen Demokratie geben. Ein passendes Zitat. Nennen Sie mir ein Land, in dem Journalisten und Politiker sich vertragen, und ich sage Ihnen, das ist keine Demokratie. Hugh Carlton Green, britischer Publizist und Journalist. Doch wenn man schon Angst vor, nennen wir sie mal die Gutwilligen, hat, dann muss hier mehr sein, als man zugeben möchte. Bis 1995 gehörte das Gelände der US-Armee. Sie waren die Herrscher von Hitlers Berg. Sie hüteten die Geheimnisse und sie hatten Kenntnis über die wahren Bestimmungen des Berges und seiner gigantischen unterirdischen Labyrinthe. Offiziell diente dieser Ort, an dem Hitler und seine Getreuen sich schon sehr wohl fühlten, als Erholungsgebiet für ihre Soldaten mit Hotel, Golfplatz und Skiliften. 1995 übergab die US-Armee dann dieses Gebiet offiziell an den Freistaat Bayern. Dieser sorgte dann umgehend dafür, dass die eigentlichen Besitzer ihre Grundstücke nicht zurückerhielten. Erst enteigneten die Nationalsozialisten sie, dann die US-Amerikaner und zu guter Letzt die Regierung Bayerns. Die Süddeutsche Zeitung schreibt dazu: Der Freistaat wollte das Gelände unter seiner Kontrolle behalten. Er fürchtete braunen Nostalgietourismus. Doch ist das wirklich der Grund, warum man den rechtmäßigen Besitzern ihr Land nicht zurückgibt und sich eine millionenschwere Steuergeldverschwendungsmaschine ans Bein band, obwohl die Kassen knapp sind? Oder hat man ganz andere Gründe? Gründe, die es wert sind, so viel Geld auf unbestimmte Zeit ausgeben zu wollen? Zuerst ließ man alle Relikte aus dieser Zeit verschwinden, obwohl Denkmalschützer heftig protestierten. Obwohl der Denkmalschutz in Deutschland strikt eingehalten wird. Siehe die ehemaligen Standorte der Rheinwiesenlager. Hier nahm der Freistaat es aber nicht so genau. Jetzt hatte man auch die Kontrolle über die Bunker. Diese wurden sofort mit dicken Metalltüren gesperrt und nur ein minimaler Teil wird der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Auch konnte man jetzt sicherstellen, dass niemand Bohrungen oder gar Grabungen unternahm, um in diese oder weitere und unbekannte Bunker vorzudringen. Es gibt zahlreiche Aussagen, dass sich unter dem Berg eine gigantische Stadt befindet. Doch die eher kleinen Bunkersysteme sprechen nicht dafür, dass man alles entdeckt hat oder nur das entdeckte, was man der Öffentlichkeit zeigen wollte. Schlummern hier noch weitere Bunker tief im Berg? Mit deutscher Gründlichkeit ging man vor und ließ alles verschwinden und versiegeln, für immer. Aber auch der Chefkorrespondent des US-amerikanischen Nachrichtensenders CNN, Frank Senso, erteilte man eine Abfuhr, als er in den Bunkern Dreharbeiten durchführen wollte. Nach ihm erging es dem israelischen Journalisten Menashe Raj. Auch er musste draußen bleiben. Aber warum? Offiziell besteht der Bunker doch nur aus leeren Räumen, Gängen und Schächten. Der einzige Journalist, den man als vertrauenswürdig ansah und der in diesem Bunker Dreharbeiten durchführen durfte, war Michael Kloft von Spiegel TV. Warum erlaubte man Spiegel TV, dort zu drehen und allen anderen nicht? Liegt es daran, dass Spiegel TV besonders unproblematisch berichtet, das Narrativ bedient und nur selten unbequeme Fragen stellt? Ich berichtete bereits, wie verzerrend Spiegel TV Reportagen anfertigt und die Geschichte recherchiert. Daraufhin wollte man meine Gegenreportage sperren lassen, doch jedoch ohne Erfolg. Link zur Reportage in der Videobeschreibung. Um es spektakulärer erscheinen zu lassen, hat man die beiden Hobbyforscher über den Transportschacht die Anlage betreten lassen. Keine Information hatten, an was sie gebaut haben. Woher weiß Spiegel TV, dass hier das neue Führerhauptquartier gebaut werden sollte? Quellen, die das belegen, nennt Spiegel TV nicht. Spiegel TV durfte als einziges TV-Team in alle Bunkeranlagen Dreharbeiten durchführen. Alle anderen nicht. Was ist der Grund dafür? Weil das Ministerium sich sperrt und sogar renommierten ausländischen Journalisten eine Abfuhr erteilt. Muss hier mehr sein, als man zugeben will. Das rief mich als investigativen Journalisten auf den Plan, meine Recherchen zu beginnen. Ich berichtete als einziges Format aus differenzierter Sicht, neutral und der Wahrheit verpflichtet. Und das bringt mich der Wahrheit ein ganzes Stück näher. So auch in diesem Fall.
Jetzt kommen wir zu den Ereignissen, die so nie den Weg in die breite Öffentlichkeit fanden und hier auf YouTube exklusiv ausgestrahlt werden. Das handschriftliche Gedankenprotokoll eines Historikers, der einen hochrangigen Geheimnisträger interviewt hat. Ich habe diese Aussagen einem Peer-Review unterziehen lassen und die Reviewer konnten tatsächlich die Echtheit verifizieren. Der leitende Ingenieur des Obersalzberges, Max Hartmann, arbeitete bis zur Übergabe an die US-Amerikaner auf dem Obersalzberg und wusste über alle Geschehnisse und Projekte Bescheid. Hartmann arbeitete ab 1951 für die bayerische Regierung als Sachverständiger für Hoch- und Tiefbau. Er war öffentlich bestellt und vereidigt. Hartmann war nie in der NSDAP und somit unpolitisch und der Ideologie der Nationalsozialisten stand er bis zu seinem Tod im Jahre 2000 kritisch entgegen. Zitat Gedankenprotokoll. Ab 1936 begann der radikale Umbau des Obersalzberges. Martin Bormann war der eigentliche Besitzer des Berges. Ihm gehörte zum Ende wesentlich mehr als Hitler. So besaß Hitler 8 Hektar und Bormann über 1000 Hektar. Welche Tyrannei Bormann entfesselte, sollte ich noch am eigenen Leib erfahren. Täglich streifte er durch das Gelände und überwachte die Bauarbeiten. Wenn etwas nicht zu seiner Zufriedenheit lief, gab es teils heftige Konsequenzen für die Verantwortlichen. Er war ein Choleriker allererster Güte. Ich war als angestellter Ingenieur des Münchner Ingenieurbüro Rudolf Gerhard mit der Planung beschäftigt. Zu Anfangs nur für wenige Wochen, doch sollte meine Aufgabe wesentlich größer und länger dauern als geplant. Teils bis mitten in der Nacht saß ich mit meinen Kollegen an den Plänen, da es fertig werden musste. Die Arbeiten uferten aus und somit bekamen wir eine Baracke zugewiesen und weitere Ingenieure, die uns zur Hand gingen. Ich durfte mich auf dem gesamten Gelände frei bewegen, um meiner Arbeit nachzugehen. Zu diesem Zweck stellte mir der Reichssicherheitsdienst einen Sonderausweis aus. Die Wachmannschaften waren penibel genau und auch hochrangige Offiziere gehörten täglich zu meinen Gesprächspartnern. Ich hatte ständig ein mulmiges Gefühl, da ich als leitender Ingenieur nicht der Partei angehörte und mir das wohl möglich negativ ausgelegt werden könnte. Doch ich machte mir zu Unrecht Sorgen, da niemand darauf Wert legte. Als der Krieg sich wendete, zugunsten der Alliierten, wird auch mit dem Bau der Bunker begonnen. Ich war auch hier mit der Planung beauftragt. Ich musste sicherstellen, dass die Stollen ausreichend sicher und auch schwersten Bombenangriffen standhalten würden. Dementsprechend genau waren meine Berechnungen und Planungen. Sollte etwas schiefgehen, dann könnte das mein Ende bedeuten. Besonders Bormann legte Wert auf Luxus. Nichts sollte fehlen im Bunker und das obwohl über deutschen Städten der Luftkrieg tobte und es an allem fehlte. Wir hatten das umzusetzen, was der Tyrann Bormann wollte. Bedingungslos, denn an die Front oder in die Strafkompanie wollte niemand von uns. 1944 wurde noch einmal der Ausbau der Bunker angeordnet. Ein unvorstellbarer Aufwand wurde betrieben für Ausbauten und weitere Bunkeranlagen. Es wurde eine unterirdische Stadt errichtet mit sämtlichen Luxus, den man sich nur vorstellen konnte. Jeder konnte nur angesichts dieser Verschwendung mit dem Kopf schütteln. Die Bunker hatten ihre eigene Trinkwasser- und Stromversorgung. Auch gab es eine eigene Kanalisation und sogar Klimaanlagen für eine konstante Wärme in den Räumen. Die Stollen wurden zusätzlich mit dicken Betonmauern ausgekleidet. Damit die Bunker auch wirklich wasserdicht sind, wurden Gummimatten eingezogen. Diese Gummimatten bestanden aus Polyisobutylen, Kurzzeichen BIP. BIP wurde 1931 vom BASF entwickelt und unter dem Namen Opanol vermarktet. Dieser Werkstoff versiegelte die Bunker des Obersalzberges zuverlässig und die Bunker sind bis heute trocken. Dieses Gummi war sehr selten im Krieg und wurde nur mit Priorität ausgeliefert. Natürlich standen ausreichende Mengen für Hitlers und Bormanns Bunker bereit. Dieser Werkstoff wurde auch in der Alberich-Beschichtung für U-Boote verwendet. Diese Beschichtung machte deutsche U-Boote unsichtbar für feindliche Sonargeräte. Lange galten diese ersten Stealth-U-Boote als Nazi-Verschwörungstheorie, bis ein U-Boot von Tauchern im Ärmelkanal gefunden wurde. Jetzt wurde diese Verschwörungstheorie, wie so viele andere auch, bestätigt. Bis heute wird diese Technologie im U-Boot-Bau verwendet. Ich berichtete bereits in einer Dokumentation über diese U-Boote. U-480 war das erste Tarnkappen-U-Boot, welches absolut unsichtbar für feindliche SD-Geräte war. Der Urvater der modernen Stealth-U-Boote. Der U-480 über eine grandiose technische Erfindung, die bis heute weiterlebt in Stealth-Flugzeugen und Tarnkappenschiffen. Link in der Videobeschreibung. Auch Entgiftungsschleusen und Entgiftungsbereiche wurden ausgebaut. Man rechnete wohl mit dem Äußersten. Der Komfort, der von Bormann angefordert wurde, waren holzvertäfelte Wände. Die Sanitärräume erhielten feinste Fliesen, Parkettböden und Teppiche wurden verlegt. Es fehlte an nichts, obwohl die Menschen außerhalb des Obersalzberges teilweise um ihr nacktes Überleben kämpften. Nichts ähnelte mehr an einen Bunker. Man vergaß fast, dass man sich über 80 Meter unter der Erdoberfläche befand. Obwohl alles vom Feinsten war und für jeden fachkundigen Ingenieur, Bauplaner und Tiefbauer diese Bunker sicher erschienen, forderte Bormann weitere Stollen, da diese zu unsicher seien.
Wir staunten. Bormann verlangte Bunker, die mindestens 100 Meter Überdeckung boten. Diese Stollen mussten so geplant werden, dass sie doppelspurig befahrbar sein sollten. Großräume für Lebensmittel, die für Monate reichen sollten, Verbrauchsgüterräume und Räume für Waffen und Munition. Das alles in einem Bunker. Eine Herausforderung. Der Bunker musste so geplant werden, dass 100 Fahrzeuge dort untergestellt werden konnten. Die Stollen sollten mit 400 Tonnen schweren verschiebbaren oder drehbaren Toren aus Stahlbeton verschlossen werden. Diese Tore beschrieb auch Otto Straub, staatlicher Bauleiter, Robert Berschold, Verwaltung Obersalzberg und Bruno Schenk, Verwaltungsführer. 4 Personen, die mit der Planung vertraut und/oder Einsicht in diese Pläne hatten, sagen unabhängig voneinander aus, dass diese 400 Tonnen schweren Tore dort hätten eingebaut werden sollen. Einen deutlicheren Beweis für einen Atomschutzbunker kann es nicht geben. Ich erhielt ein Projekt, welches ich bearbeiten sollte und vorsah, dass eine Erdüberdeckung von 160 Metern gewährleistet werden sollte. Eine solche Tiefe war für mich unbegreiflich. Es lag an mir, diesen Bunker zu projektieren. Die Stollen wuchsen von 1,75 Meter Breite auf 5 Meter an. Auch musste ich riesige Mengen an Stahl und Beton bestellen lassen. Bevor ich damit anfangen konnte, musste ich die statischen Berechnungen anfertigen. Mit einfachsten Mitteln. Ich hatte einen Bunker zu planen, den es so noch nie gegeben hatte. Konnte die Überdeckung im Eingangsbereich überhaupt gewährleistet werden? Welche Explosionsdrücke sollten die 400 Tonnen schweren Tore aushalten? Waren sie nach derartigen Beanspruchungen noch zu bewegen? Ich hatte Fragen, aber keine Antworten. Ich fragte beim Reichssicherheitsdienst, der Luftschutzstelle, den SS-Offizier Bredow und weitere Stellen. Niemand konnte mir eine Antwort geben. Ich sollte diesen Bunker planen, aber hatte keine Daten. Die Arbeiten waren schon am Laufen. Die Stollen wurden vorgetrieben und sollten im nächsten Arbeitsschritt vergrößert werden. Da stellte mir Schenk, ein Verwaltungsführer, Fragen, ob ich schon Pläne für die Tore haben würde. Die Tore hatten ein besonderes Interesse, offensichtlich. Warum ließ Bormann einen solchen Bunker planen? Ich und alle Beteiligten wussten es nicht. Oder hat Bormann schon von der Atombombe gewusst? Zu diesem Zeitpunkt wusste niemand von uns von derartigen Waffen und ihren verheerenden Zerstörungskräften. An dem Bunker wurde Tag und Nacht gebaut. Die Bauleiter bekamen Druck von Schenk und gaben diesen an ihre Arbeiter weiter, die wie Sklaven schuften mussten. Und Schenk bekam Druck von Bormann, der diesen cholerisch zum Ausdruck brachte, als die geforderten Baufortschritte nicht eingehalten werden konnten. Jeder fragte sich, wie lange diese Tyrannei noch anhalten würde, denn jeder war maßlos überarbeitet. Nach der Bombardierung entschloss man sich, den Berg kampflos zu übergeben. Eine kluge Entscheidung, da es unnötiges Sterben verhinderte. Am 4. Mai kam die Meldung, dass die Amerikaner bereits Richtung Berchtesgaden vorrücken. Zudem, dass sie sämtliche Lager mit Alkohol geplündert hatten und dementsprechend alkoholisiert beim Einmarsch sein würden. Eine ausdrückliche Warnung an uns. Der Landrat Jakob informierte die Amerikaner, dass die Stadt kampflos übergeben wird. Der Bürgermeister ging auf die US-Soldaten zu. Der US-Soldat streckte die Hand aus. Der Bürgermeister erwiderte, und ehe ich mich versah, riss der Offizier dem Bürgermeister die Armbanduhr vom Handgelenk und steckte sie ein. Na, das kann ja was werden, dachte ich mir. Betrunkene Amerikaner kamen in mein Bürogebäude. Ich sah nach und einer hantierte mit einer Pistole und drückte ab. Er schoss sich selbst in die Hand. Die ersten Tage der Besatzung gab es viele Todesfälle durch betrunkene Soldaten, die wie wild mit ihren Waffen herumschossen. Bereits alle Straßenschilder waren durchlöchert. Die Frauen litten am meisten. In Scharen standen sie vor Ärzten mit zerschlagenem Gesicht und Genitalverletzungen, die von Vergewaltigung herrührten. Es wurde vergewaltigt, geplündert und geraubt. Eine gesetzlose Zeit der Befreiung. Historiker sprechen von der größten Massenvergewaltigung der Geschichte. Vergewaltigt von alliierten Soldaten in den ersten Wochen und Monaten nach der Kapitulation Hitlerdeutschlands. Missbraucht von jenen, die als Befreier kommen. Meine niedrige Schätzung beläuft sich auf knapp 900.000 Vergewaltigungsopfer. Die Zahl der Vergewaltigungen kann schon deswegen viel höher liegen, weil viele Opfer häufiger vergewaltigt wurden. Die alliierten Vergewaltigungswellen waren wesentlich schlimmer und zahlreicher, so die Experten. Doch eine Aufarbeitung oder Verfolgung von diesen bestialischen Verbrechen gab es nie. Führt man heute diese Verbrechen an, setzt gleich der Whataboutism ein. Die Deutschen waren Mörder und Nazis und haben angefangen. Doch die Sieger taten dasselbe. Aus zweimal Unrecht wird kein Recht. Eine Aufarbeitung ist längst überfällig. Vae victis, wehe dem Besiegten. Am 5. Mai 1945 bekam ich Besuch in meinem Büro. Ein US-Offizier, sehr akkurat gekleidet und sehr höflich, sagte, dass er gleich zur Sache kommen wolle. Ich weiß es noch wie gestern. I want to see your construction plans for the Obersalzberg buildings.
Ich zeigte ihm die Pläne und stellte schnell fest, dass er sich nur für die Pläne der Bunker interessierte. Alle anderen Pläne legte er beiseite. Er war sichtlich überrascht, dass es noch weitere, tiefer liegende Stollen für eine tiefer liegende Bunkeranlage gibt. Die halbfertigen Pläne legte er sorgfältig auf den Stapel, den er mitnehmen wollte. Er rollte alles zusammen und verließ mein Büro. Dieser Verlust der Dokumente ist sehr bedauerlich, da es sich um Originale handelte und keine Duplikate mehr vorhanden waren. Gedankenprotokoll des Historikers Ende. Das Peer-Review, welches ich bei Kollegen in Auftrag gab, kam zu folgendem Ergebnis. Diese Aussagen zu dem Bunker und den Toren mit einem klaren Zusammenhang zu einem Atomschutzbunker findet sich in diverser Fachliteratur wieder. In folgenden Büchern werden diese Tore angesprochen. Das Buch Hitlers Berg – Licht ins Dunkel der Geschichte von Florian Bayerl auf Seite 184. Zudem steht in diesem Text der Vermerk, dass Hitler dort mehr plante als nur unterirdische Garagen und Zufahrtsstollen. Auch der Autor bestätigte, dass es sich hier um etwas anderes handeln muss. Autor Florian Bayerl ist führender Experte für den Obersalzberg. In dem Buch Die Verwandlung eines Berges unter Martin Bormann ein Augenzeuge berichtet, meine 10 Jahre auf dem Obersalzberg von Ingenieur Max Hartmann. Hier treffen die Aussagen genau zu, da er sie persönlich tätigte. Hier finden sich auf Seite 89 und 90 die Aussagen zu diesem Bunker und seinen Toren. Max Hartmann veröffentlichte zudem ein Fachbuch Baustatik für die Praxis. In dem Buch Geheime Regierungsstadt Hitlers von Dr. Bernhard Frank, ehemals SS-Kommandant Obersalzberg, findet sich Ähnliches zu dieser Bunkeranlage. Zudem in dem Buch Obersalzberg, die Geschichte eines Berges von Judith Platter. Die Aussagen zu diesem Bunker und diesen Toren sind recht zahlreich zu finden, für ein geheimes Projekt zumindest. Auch andere Experten, Buchautoren oder Historiker kamen zu dem Ergebnis, dass es sich nur um einen Atomschutzbunker handeln kann. Nach dem Besuch des US-Geheimdienstoffiziers im Mai 1945 verschwanden alle originalen Pläne dieser Bunkeranlagen für immer in den Archiven der US-Amerikaner. Bezeichnend ist, dass dieser Offizier sich nur für die Pläne der Bunkeranlage interessiert hat. Wussten die US-Amerikaner bereits von möglichen Atomschutzbunkern der Deutschen? Weil diese Pläne unwiderruflich verloren sind, kann heute auch niemand sagen, um was es sich handelt oder nicht handelte. Doch die Zeitzeugen, die diesen Bunker zu planen hatten, können das in der Tat. Doch die Stellen, an denen wichtige Informationen übermittelt werden, die schweren Tore beispielsweise und die hohen Drücke, lässt man geschickt weg und man führt nur die Verweise, dass es ein Fahrzeugstollen war. Somit geht die wahre Bestimmung des Bunkers verloren. Wenn man jetzt zugeben würde, wofür der Bunker wirklich geplant war, ändert das die Geschichte des Zweiten Weltkrieges kaum. Denn die US-Amerikaner waren die ersten, die gleich 2 Atombomben auf zivile Städte abwarfen in einem Krieg. Sie sollten damit auch die erste und einzige Nation bleiben. Jetzt, wo die Zeitzeugen zu Wort kamen, wird auch klar, warum man so viel Angst hat vor der Geschichte der Bunkeranlagen auf dem Obersalzberg. Sollte der wahre Zweck der Bunker ans Tageslicht gelangen, so wirft das weitere Fragen auf. Woher hatte Deutschland bereits 1944 Kenntnis von diesen grausamen Waffen und woher hatten sie die Drücke und die Ausbreitungsradien der Druckwellen? Dann verbindet man leicht die Tatsachen, dass im thüringischen Jonastal bereits Ende 1944 2 Kernwaffen erfolgreich getestet wurden und dass die alliierten Geheimdienste Kenntnis davon hatten. Britischer Agent über Vorbereitungen zu nuklearen Tests in Thüringen. Über 2 Kernwaffentests, die tatsächlich in Thüringen stattgefunden hatten. Sie ist wie eine Kopie unserer Bombe. Oder unsere ist die Kopie. Praktisch Ende des Krieges. Über Durchführung des Testes. Unsere zuverlässige Quelle aus Deutschland teilt mit, die Deutschen haben in Thüringen 2 Explosionen mit großer Kraft durchgeführt. Dann haben wir noch eine Karte. Diese spiele ich jetzt ein. Das Dokument zeigt im Zentrum die unterirdische Fabrik. Auffallend sind 3 eingezeichnete Kreise. Diese Kreise sind mit 1000, 2000 und 3000 Meter beschriftet. Warum sollte ein Plan mit 3 Kreisen als Staatsgeheimnis gekennzeichnet sein? Diese Karte erinnert an eine Karte, die zeigt, in welchem Radius eine Kernwaffenexplosion Zerstörungen verursacht bzw. sich eine Druckwelle ausbreitet. Offensichtlich hat der Zeichner hier einen möglichen Unfall mit einer Kernwaffe in der unterirdischen Fabrik eingezeichnet. Man wollte darstellen, in welchen Zonen eine besondere Gefahr ausgeht und welche Gebiete zerstört und in Mitleidenschaft gezogen werden. Die obere Etage der Fabrik liegt etwa 30 Meter unter der Erde. Für eine Atomwaffe ist diese Überdeckung mit Erdreich kein Hindernis. Zudem die Aussagen der Verantwortlichen des Manhattan-Projektes. Die mysteriöse Fahrt von U-234 mit Uran an Bord. Der Mann war Dr. Robert Oppenheimer. Dieser Mann war für die US-amerikanische Kernwaffenentwicklung verantwortlich.
Der wichtigste Wissenschaftler wurde hergebracht, um die Fracht zu begutachten. Die Amerikaner hatten zu wenig Uran und deshalb wurde bei dem Vormarsch in Europa eine Spezialeinheit beauftragt, Uran aufzuspüren und jedes Gramm sofort in die Staaten zu schicken. Die Operation trug den Namen Alsos. Major John Lansdale war für die Beschaffung verantwortlich. Als ich vom Uran an Bord des deutschen U-Boots hörte, war ich wie elektrisiert, denn ich wusste, wie nötig wir das Zeug brauchten. Uns war egal, wo es herstammte. Wir nahmen alles Uran, was wir kriegen konnten. Umgehend wurde das Uran nach Washington verbracht. Dort wurde es geprüft und nach Oak Ridge, Tennessee, Anlage K25, Urananreicherungsanlage. Hier wurde das deutsche Uran angereichert. Eine Woche später war das waffenfähige Uran fertig. Mitte Mai kam U-234 in den Vereinigten Staaten mit seiner Fracht an. Das Uran wurde untersucht, aufbereitet und am 16. Juni 1945 testeten die USA ihre erste Atombombe. Die zeitliche Reihenfolge ist erstaunlich. Das U-Boot war ein Gottesgeschenk. Zur rechten Zeit, am rechten Ort. Als dann am 6. August die erste Atombombe in Hiroshima fiel, also für mich war das klar, das ist von unserem Zeug gebaut worden. Genügend Uran war in Deutschland vorhanden, wie sich zeigt. Alleine die Tatsache, dass Deutschland seinem Verbündeten Japan 560 Kilo Uran noch im Jahre 1945 zur Verfügung stellen konnte, zeigt, dass genügend dieser Ressource vorhanden war. Auch das schwere Wasser zur Anreicherung war in riesigen Mengen vorhanden, da es nahe der österreichischen Stadt Melk unterirdisch produziert wurde und nicht wie angenommen die Produktion in Norwegen wegen Sabotage im Jahre 1944 eingestellt werden musste. Den Aussagen des Leiters des Atommüllendlagers Asse, dass sie die ersten waren, die den Atommüll von Hitlers Atombombe verklappten, und vielen weiteren. Wenn jetzt diese gesamten Ereignisse zusammengeführt werden, dann wäre man an dem Punkt, dass man zugeben müsste, dass die Nationalsozialisten wesentlich weiter waren als heute bekannt. Das wiederum würde bedeuten, dass man die Geschichte tatsächlich umschreiben müsste. Es geht spannend weiter. Wir folgen den Spuren der deutschen Kernwaffenentwicklung und wir haben mehr erfahren, als wir eigentlich sollten. Auf der Suche nach den letzten Geheimnissen des Dritten Reiches. Dieser Film ist allen Opfern des Zweiten Weltkrieges, allen Soldaten aller Nationen und allen Opfern aller Nationen dieses schlimmen Krieges gewidmet. Besonders in unseren Zeiten, wo die Politik von einer erneuten Kriegstüchtigkeit spricht und Krieg als notwendiges Mittel zur Rettung unserer demokratischen Werte in Betracht gezogen wird, ist es umso wichtiger, sich gegen Krieg auszusprechen. Erst wenn die Menschen verstehen, was Krieg bedeutet und dass die Politiker, die den Krieg der Diplomatie und Waffen statt Hilfsgüter vorziehen, nicht dort kämpfen und sterben müssen, ist ein erneuter Krieg zu verhindern. Erst wenn die Masse nicht bereit ist, erneut die junge Generation zu opfern, wird Krieg verhinderbar sein. Friede ist der Naturzustand des unbedrängten menschlichen Geschlechts. Johann Gottfried von Herder, deutscher Dichter, Philosoph und Theologe.